Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Far Cry 6 DLC Lost Between Worlds ist nun seit kurzem draußen und es gibt doch ein bisschen Verwirrung, welche Edition ihr denn jetzt kaufen müsst, um dieses DLC spielen zu können, wo man es vor allen Dingen kaufen kann und auch im Grunde, ob sich dieses DLC überhaupt für euch lohnt. Diese Fragen kläre ich heute hier in diesem Video mit euch. Ihr seht es ja hier, auf diesem Kanal bekommt ihr nicht nur Far Cry Videos, sondern auch Content zu Assassin's Creed. Wenn ihr also Fans von beiden Reihen seid, wird sich definitiv hier ein Abo lohnen. Aber lasst uns nun reinspringen in die Übersicht der Edition von dem Far Cry 6 DLC. Dabei ist es relevant, welche Edition ihr von Far Cry 6 bereits gekauft habt. Ich mache es ganz easy hier. Es gibt im Grunde 3 Szenarien. Szenario Nummer 1 ist folgendes: Ihr wollt nur das DLC spielen, nichts anderes und habt irgendeinen Teil von Far Cry 6 bereits gekauft. Das heißt, ihr seid Besitzer der Ultimate Edition, der Deluxe Edition, Gold Edition oder der Standard Edition. Dann habt ihr die Möglichkeit, für 20 € dieses DLC zu erwerben. Da geht ihr einfach hier auf den Store, den Ubisoft Store. Far Cry 6 gibt da einen oben. Ihr seht schon hier das dritte Ergebnis. Da ist das DLC. Das war gestern am Release-Tag noch nicht drin. Das war ein bisschen verwirrend. Ist jetzt aber auf jeden Fall hier abgebildet und könnt ihr euch für 20 € erwerben. Eine Sache finde ich dabei nicht so nice. Und zwar habe ich Kommentare gelesen, die gesagt haben, dass wir als Besitzer der Ultimate Edition jetzt nochmal 20 € für das DLC ausgeben müssen und dass sie das frech finden. Und ich bin euch ehrlich, ich finde eure Aussage ziemlich frech. Denn, ganz ehrlich, letztes Jahr zum Release wusste, was im Season Pass drin sein wird. Man wusste von den 3 DLCs, man wusste von den Skin-Paketen und man wusste von Blood Dragon. Man wusste natürlich jetzt nicht, wie groß das Hauptspiel ist, aber ihr habt euch vor dem Kauf dafür entschieden, diese Pakete zu kaufen und da war nie die Rede von einem extra DLC. Also fordert jetzt vielleicht nicht ein, dieses DLC auch kostenlos zu bekommen, weil das ist halt wirklich irgendwie nicht gerechtfertigt, weil ihr habt schon natürlich eine Menge Geld dafür ausgegeben. Über den Preis natürlich der Ultimate Edition kann man immer diskutieren, gar keine Frage. Über die Qualität der letzten 3 DLCs kann man immer diskutieren, gar keine Frage. Aber das finde ich schon ein bisschen frech. Das wäre genauso, als würde man, warum ist das so hell bei mir? I don't know. Ja, das wäre genauso, als würde ich sagen, okay, ich kaufe mir heute ein iPhone für 1000 € mit 500 GB Arbeitsspeicher und im nächsten Jahr kommt ein iPhone 13 raus mit, oder 15 oder 17, ist auch egal, mit ein wenig mehr Arbeitsspeicher, sagen wir 750 für genau denselben Preis. Dann kann ich doch auch nicht sagen, hä, was ist das denn? Das ist ja voll die Verarsche. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, finde ich ein bisschen dumm, um ehrlich zu sein. Sorry, dass ich das so direkt sage, aber ich meine, ihr wisst alle, Spiele verfallen vom Preis mit der Zeit. Ihr wisst alle, genauso mit Technik, ja, dass der Wertverfall einfach da ist. Dementsprechend würde ich mich jetzt nicht beschweren, sondern einfach gucken, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Wenn man natürlich Sachen verspricht in dem Season Pass, ja, die vielleicht dann nicht eingehalten werden, dann verstehe ich das natürlich. Aber es wurde klipp und klar zu Beginn kommuniziert von Far Cry, was dort im Season Pass enthalten sein wird. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich. So, genug Tacheles, reden wir von dem zweiten Szenario. Szenario Nummer 2 richtet sich nur an die Personen, die die Standard-Edition oder die Deluxe-Edition haben. Für die Besitzer der Gold Edition und der Ultimate Edition, ihr könnt euch gerne meine Review zu dem DLC Lost Between Worlds mal anschauen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr das DLC wirklich haben wollt. Und für die anderen, ihr habt die Möglichkeit, einen Upgrade Pass zu kaufen, um alle Inhalte zu bekommen, die es bei Far Cry momentan gibt. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Pass, das Ultimate Paket zu bekommen, den Season Pass mit den 3 DLCs, Blood Dragon und dem Blood Dragon Skin Set und natürlich die letzte Erweiterung, Lost Between Worlds, ist dort auch enthalten. Für die Besitzer der Deluxe Edition ist es ein bisschen blöd, weil ihr das Ultimate Paket, also dieses Skin Set, ja schon habt und dafür quasi umsonst bezahlt, aber der Rest ist dennoch für den Preis von 30 € auch gerechtfertigt. Das war der Preis, den Ubisoft nämlich in der Präsentation, in dem Announcement, ja, gesagt hat. Allerdings würde ich diese Edition noch nicht kaufen momentan, denn ihr seht es, hier beim Ubisoft Store kostet sie 60 €. Ich denke mal, das ist ein Fehler. Ich hoffe, sie korrigieren den. Ich habe Ubisoft selber schon kontaktiert diesbezüglich, noch keine Antwort bekommen, denn momentan könnt ihr euch die Game of the Year Edition für deutlich weniger kaufen und ihr kauft euch ja nicht das Spiel zweimal. Ja, also ihr müsst euch überlegen, ihr habt hier in diesem Pass, habt ihr momentan weniger, weil dort das Hauptspiel fehlt. Der ist aber teurer als die gesamte Game of the Year Edition, wo ja alles mit drin ist, also das Hauptspiel halt auch. Deswegen ist es ein bisschen weird und ich würde also abwarten, bis diese Edition dann später für 30 € verfügbar sein wird.
Szenario Nummer 3, ihr habt noch gar keinen Far Cry 6 Titel gekauft und möchtet jetzt richtig schön reinstarten. Dann habt ihr die gute Möglichkeit zu sagen, hey okay, ich kaufe mir die Game of the Year Edition und habe dort alle Inhalte von Far Cry und bezahle nur 48 € derzeit. Und das ist dann auch meiner Meinung nach die beste Edition, wenn man wie gesagt noch kein Far Cry hat. Außerdem bietet Ubisoft gerade euch die Möglichkeit, eine Gratis-Demo zu testen zu Far Cry 6. Das heißt also, ihr könnt euch das Game an sich mal anschauen, was schon alleine ganz cool ist, und gucken, ob ihr das Gameplay feiert und dann eben zuschlagen für 48 €. Dennoch muss ich sagen, finde ich für 20 €, wenn man sagt, man hat schon Far Cry und will nur dieses DLC spielen, für 20 € ist es eine sehr, sehr gute Sache, wenn man Roguelite Gameplay mag. Wenn man ein Story-DLC möchte, dann ist das auf jeden Fall kein guter Preis, beziehungsweise dann würde ich mir das DLC gar nicht holen. Es ist eine reine Gameplay-Maschine, es ist wirklich sehr, sehr stark im Gameplay, es ist wirklich sehr, sehr stark in den Welten, die man dort sieht, Unterwasserwelten, eine Vulkanwelt, eine Welt, wo man Gegner töten muss, bevor es dunkel wird, eine Welt, wo man mit Mörsern rumschießt. Also es gibt verschiedene flexible Welten, die einfach das sehr abwechslungsreich machen, aber nur vom Gameplay. Storytechnisch hat es keine Relevanz und finde ich es jetzt auch nicht so interessant. Dementsprechend habt ihr da meine Meinung. Aber eine Sache gibt es noch, und zwar könnt ihr euch hier in diesem Video eine Meinung von dem DLC bilden, denn ich hatte Early Access und habe es schon gespielt. Dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns. Nos vemos in la próxima. Ciao, hasta luego.